Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die neue Schweiz Mobil Webseite. Zudem zeige ich auch noch das SSC Tourenportal und bei beiden Seiten so ein bisschen Tipps und Tricks, von ihr schauen könnt, auch wie ihr herausfinden könnt, wie schwierig das eine Wanderung ist, was es da für verschiedene Einstufungen gibt und generell ein bisschen Tipps, wie ihr eine Tour vorbereiten könnt. Wenn wir auf der Schweiz Mobil Seite sind, das ist schweizmobil.ch-map.de-map, dann sehen wir grundsätzlich einfach mal eine Karte von der Schweiz, noch ohne Wanderweg drauf. Jetzt könnt ihr hier unten auf die Layers klicken und dann Wanderland auswählen. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr jetzt Winter habt, könnt ihr auch die Winter auswählen und dann zum Beispiel Winterwandern oder Schneeschuhwandern auswählen. Oder Langlaufen, Schlitteln, was ihr auch immer machen wollt. Ich sage jetzt mal Sommer, Wanderland. Die auswählen. Sehen wir hier die grüne Linie. Das sind die Schweizer Mobilrouten. Hier sieht man jetzt gerade wie Alpina durch, wo von Liechtenstein bis Montreux geht. 6 ist der Alpenpässeweg, 7 ist die Via Gottardo. Das 3 ist der Alpenpanoramaweg, das 4 ist die Via Jacobi, das 2 ist der Trans-Swiss Trail und das 5 ist der Jura-Höhenweg. Ein grosser Teil davon bin ich schon gelaufen, ein Teil aber noch nicht alles. Jetzt, wenn wir weiter zoomen, zum Beispiel hier mal in Alpstein, dann sehen wir, dass es verschiedene farbige Linien hat. Gelbe Linien, das sind die gelben Wanderwege. Das heißt, das sind T1. T1 sind grundsätzlich relativ einfache Wanderwege, wo man auch ohne grosse Vorbereitung gehen kann, unter normalen Bedingungen. Wenn es durch Schnee hat oder so, oder Lawinengefahr ist im Winter, dann kann ein T1-Weg auch deutlich schwieriger sein. Aber so bei trockenen Bedingungen braucht man nicht spezielle Schuhe oder so, sind eigentlich relativ einfach. Die roten Wanderwege, das sind sogenannte Bergwanderwege. Die sind ein bisschen schwieriger oder auch deutlich schwieriger. Die werden klassifiziert von T2- bis T3+. Zum Beispiel von der Schwegalp in Sentissuo, das ist für mich eine klassische T3-Wanderung. Oder dann hier über den Lissegrat, die wird vom SAC auch als T3 klassifiziert. Ich selber würde es jetzt eher als T3+ klassifizieren, weil man schon noch ein bisschen achseln muss und so. Es ist zwar alles gut mit Kette gesichert, aber trotzdem. Während T2 sind deutlich einfacher. Man kann sich aber auch nicht immer 1:1 draufladen, das ist einfach eine grobe Einordnung. Zum Beispiel, wenn man jetzt von Rütischwendes, von Brülisau, darauf geht bis noch zum Felensee, dann ist ja ab da eigentlich schon rot markiert. Aber bis zum Felensee ist alles ein relativ breiter Weg, das heisst, es ist eigentlich alles durchgehend T1. Das heisst, da macht es eigentlich keinen Sinn, um da rot zu markieren, obwohl es ein Bergwanderweg. Dann vom Felensee in die Saxoluca nur, das ist ein T2er. Ist nicht mega ausgesetzt, aber es ist trotzdem schon ein Bergwanderweg, der ein bisschen hochgeht. Dann von der Saxoluca bis zur Staubere. Da hat es so ein bisschen ausgesetztere Stellen. Da würde ich das eher als T3 klassifizieren oder vielleicht ein T3-. Das heisst, bis zur Saxoluca können zum Beispiel alle Leute eigentlich gehen, wo man nicht viel Erfahrung hat. Das ist auch nicht wirklich gefährlich. Wenn man dann nicht gute Wanderschuhe hat, allein unterwegs ist, nicht mit erfahrenen Leuten zum Beispiel, oder generell noch nicht so erfahren ist, dann macht es Sinn, zum Saxoluca eher wieder runterzugehen und zurück auf Brülisau runter, statt noch weiter Richtung Staubere oder sogar bis zum Hohen Kasten. Das ist eher für Leute, die schon ein bisschen Wandererfahrung haben und auch gute Wanderschuhe haben. Können natürlich unter Umständen auch Trailrunner sein, wenn man erfahren ist, wenn man gute Gelenke hat und Bänder und die gute Sohlen haben. Dann die blauen Wege, das sind sogenannte alpine Wanderwege. Das heisst, die fangen bei T4- an. Zum Beispiel ein T4-, den ich kürzlich gemacht habe, ist der auf der Zustohlue in Toggenburg. Das ist die Wanderung hier. Das ist ein T4-. Also im Kanton St. Gallen zum Beispiel sind nur T4er, habe ich mal gelesen, markiert. Allenfalls vielleicht mal noch ein einfacher T5 oder so, aber es gibt eigentlich T4 bis T6 einen alpine Wanderweg, wobei T6 eigentlich nie markiert sind. Da T5er sind häufig nicht markiert. Oder in Pizzolo wären andere, da gibt es verschiedene Wanderungen. Da braucht man dann schon mehr Erfahrung, sind viel mehr ausgesetzt und der Weg muss auch nicht immer perfekt zu Weg sein. Also kann auch sein, dass man mal umkehren muss. Da ist man eigentlich selber verantwortlich, um zu schauen, ob der Weg noch in Ordnung ist.
Und so zwischen T4 und T6 ist der Unterschied, dass einfach immer mehr ausgesetzte steiler wird und auch stärkere Kletterstile. Also bei T5 hat es schon einfache Kletterstile und bei T6 noch ein schwierigere Kletterstile. Also so T2. Jetzt aber grundsätzlich ist die Idee von einem alpinen Wanderweg, dass man es eigentlich ohne grosse Hilfe machen können. Also ohne Seil und so weiter. Wenn man Seil und so weiter braucht, dann ist es eine Hochtour, man sich sichern muss. Zum Teil sind auch Klettersteige, sind zum Teil auch als blau markiert. Das heisst, man kann es teilweise könnte man es zum Beispiel auch ohne Sicherung machen, aber mit Sicherung sind es deutlich einfacher. Aber sehr erfahrene Wanderer können so K1 oder K2 Klettersteige unter Umständen auch ohne Sicherung machen. Also wenn man eine Wanderung vorbereitet, dann kann man zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Weg machen will, kann man den anklicken. Dann sieht man, von wo bis wo das so geht. Und dann hat man da unten Informationen darüber. Man kann sich das Höhenprofil anzeigen lassen, dass man sieht, wie viele Höhenmeter das man macht. Zeigt da die Länge an, die Höhenmeter durch, die Höhenmeter durch ab. Man kann auch noch Hangklassifizierungen. Das wäre, ich muss jetzt suchen, was ist. Da Hangklassifizierungen. Dann sieht man, wo es steilere Stellen hat. Das ist zum Beispiel auch im Winter, wenn man Schneeschuh wandern oder so geht, kann das nützlich sein, um einschätzen zu können, ob die Lawinengefahr erhöht ist oder nicht, wenn man die Lawinenkarte liest. Und wenn man jetzt selber Weg zeichnen will, dann muss man Schweizmobil Plus abonnieren. Das kostet 35 Franken im Jahr aktuell. Oder wenn man auch noch Gönner ist, wie ich, von Wandern Schweiz und kantonalen Wanderverbänden, dann zahlt man 20 Franken im Jahr. Das Geld wird wiederum in die App investiert und in den Unterhalt von diesen Signalisationen von diesen Wegen. Es ist eine Non-Profit-Organisation. Das heisst, man macht nicht irgendeinen Milliardär reich, sondern es unterstützt wirklich die Wanderung. Also finde ich, macht es Sinn, um die zu unterstützen. Melde mich jetzt mal an. Dann sieht man, jetzt, wenn ich mich angemeldet habe, kann ich hier Tour zeichnen. Noch wenn ich zum Beispiel finde, ich würde jetzt gerne bei Schwegalp starten, dann würde ich das nächste in Sentis suchen. Und jetzt sehen Sie zum Beispiel hier, da wäre jetzt 3 Kilometer, 756 Höhenmeter, 17 durch ab, geht 2 Stunden 13 Minuten. Zeigt es mir jetzt an, also bis ist es noch nicht ganz im Sentis oben, da wäre jetzt bis zum Berggasthaus THWs. Dann auch weiterklicken und so kann man es dann zeichnen und kann es dann auch speichern. Das geht aber nur, wenn man Plus abonniert hat. Aber das kann auch hilfreich sein beim Vorbereiten von der Tour, zum abschätzen können, wie das ist. Da brauche ich gesagt, um für euch Touren zu zeichnen, nach der Wanderung, dass ihr die Touren auch nachwandern könnt. Ich kann es dann auch teilen. Dann im SAC-Tourenportal. Da bin ich nicht sicher, ob man, wenn man nicht SAC-Mitglied ist, auch alles sieht. Die haben wir jetzt angemeldet. Dann kann man da quasi da mal groß machen, dann kann man hier zoomen und dann kann man so einzelne Sachen anklicken, die es einem dann erklärt. Zum Beispiel jetzt, wenn man da klicken, steht da Skitour oder Gehstock, Querberg und Alpinwanderung. Da sehe ich zum Beispiel da, das ist eine T4. Die hat man auf der Schweiz Mobilkarte, kann man nur unterscheiden zwischen Wanderweg, Bergwanderweg und alpine Wanderweg. Da gibt es auch noch mehr Details. Oder dann schnell den Zustoll suchen. Zustoll, St. Johann. Können wir da anklicken. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, das ist ein T4-. Da habe ich gefunden, ist schon mal eine gute Wanderung für mich, um ein bisschen ins Alpine zu kommen. Oder dann da wäre jetzt ein T4 Plus zum Beispiel. Das ist ein bisschen schwieriger T4. Möglicherweise geht es irgendwo steil durch oder so. Und dann, was auch noch sehr nützlich ist, was ich noch häufig brauche, ist, wenn ich zusätzliche Karten nehme und da Schneehöhe, Exolab. Zum Abschätzen können, ob es noch Schnee hat oder nicht, neben Webcams in dieser Gegend. So haben wir ein bisschen abschätzen, auch wie hoch das der Schnee ist. Sieht man zum Beispiel, dass dort 9 cm Schnee hat am einen Ort, vom Käserruck oben. So umeinander. Jetzt 10 cm. Da können wir den Zustoll anschauen. Der wird wahrscheinlich etwas ähnlich sein. Das ist wahrscheinlich, weil es gerade steil war, 4 cm. Da ist zum Beispiel jetzt 9 cm Schnee. Also, weiss man jetzt, da ist Schnee, also würde ich jetzt nicht auf den Zustoll gehen. Eine alpine Wanderung, wenn Schnee hat, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Wenn eher eine gelbe Wanderung wäre, dann
wäre es für mich jetzt zum Beispiel weniger ein Problem, wenn es keine Lawinengefahr hat. Das ist noch sehr nützliche Information. Und was ich euch auch immer noch empfehle, oder was eigentlich immer wichtig ist noch das Wetter checken. Zum schauen, ob es jetzt an selben Ort gutes Wetter hat, weil vor allem auch in den Bergen kann es immer mal wieder Gewitter geben. Und wenn es eine Gewittergefahr ist, dann empfehle ich euch, lieber nicht zu gehen. Dann eher vielleicht etwas im Flachen zu machen. Weil in den Bergen von einem Gewitter überrascht werden, ist wirklich nicht lustig. Ich habe gerade letztens in einer Facebook-Gruppe gelesen, wo einer irgendwie ein Bild gepostet hat von der kleinen Hütte, die im Matterhorn innen ist, wo man Unterschlupf finden kann. Da hat einer geschrieben, dass er vorher nochmal Gewitter rauf kann, sind gerade dort, sind so 2 Männer oben runtergekommen. Dann hat er denen gesagt, es sei jetzt gefährlich zum Runtergehen, es kommen Gewitter, sie sollen doch auch da übernachten und so. Ja, nein, wir müssen runter, wir haben eine Frau unten, am nächsten Tag haben sie irgendwo unten hier gefunden, weil sie vom Blitz getroffen worden sind. Darum wirklich ein Gewitter in den Bergen kann sehr schnell gefährlich werden. Ich hoffe, dass ich dir in diesem Video aufzeigen kann, wie ich Touren planen tue, wie das hilfreich sein kann, wie du so Karten lesen kannst. Falls das Video nützlich für dich ist, würde ich mich Daumen nach oben freuen. Ich freue mich immer sehr über eure Kommentare. Und falls du mir zukünftig auf meine Wanderungen und Wandertipps begleiten willst, freue ich mich über ein Abo. Glocken aktivieren nicht vergessen und dort alle auswählen, dann informiert YouTube jedes Mal, wenn ich ein neues Video lade. Bis zum nächsten Video.